Redewendungen A1 Nummer 101 bis 150. So Alex, heute ist der letzte Teil. Die Nummern 101 bis 150. Hast du noch Energie? Klar. Jetzt will ich es auch wissen. Und nach den ersten 100 bin ich richtig im Flow. Sehr gut. Heute wird es räumlich, zeitlich und dann noch viele nützliche Wörter. Fangen wir mit Ortsangaben an. Da habe ich oft noch Unsicherheiten. Vor allem bei den Präpositionen. Dann starten wir mit etwas, das du schon kennst, gleich um die Ecke. Die Apotheke ist gleich um die Ecke, das bedeutet sehr nah, du musst nur um die Straßenecke gehen. Also wie in der Nähe, aber noch konkreter? Genau. Du musst nicht weit gehen, es ist gleich um die Ecke, jetzt kommen wir zu den wichtigen Ortsangaben. Neben zum Beispiel, setz dich bitte neben mich, oder, das Buch liegt neben der Lampe, es bedeutet, direkt daneben, an der Seite. Und zwischen? Das ist ja bei zwei Sachen. Richtig. Die Bank steht zwischen zwei Bäumen, oder zeitlich, mein Geburtstag ist zwischen Weihnachten und Neujahr, immer in der Mitte von zwei Dingen. Und vor und hinter? Das sind ja Gegensätze. Ja. Vor dem Haus steht ein alter Baum, oder, bitte warten Sie vor der Tür, also auf der Vorderseite. Und hinter ist dann die Rückseite. Die Kinder verstecken sich hinter der Mauer, oder, hinter dem Gebäude ist ein Parkplatz. Und über und unter? Auch Gegensätze. Genau. Das Bild hängt über dem Sofa, oder, der Vogel fliegt über das Haus, also oberhalb. Und unter, die Katze schläft unter dem Tisch, oder, meine Schlüssel sind unter den Papieren, also tiefer oder darunter. Und die Klassiker in und auf? Da mache ich manchmal Fehler. Verständlich. In bedeutet drinnen. Das Wasser ist in der Flasche, oder, ich bin in meinem Zimmer, also innerhalb von etwas. Auf, ist obendrauf. Das Buch liegt auf dem Tisch, oder, die Vase steht auf dem Regal, also Oberfläche. Und bei? Das ist auch so ein Allrounder. Ja, bei, kann näher ausdrücken oder eine Person angeben. Ich wohne bei meinen Eltern, oder, wir treffen uns bei der Kirche, also in der Nähe von etwas oder bei jemandem zu Hause. Gut, jetzt habe ich die wichtigsten Ortsangaben. Kommen wir zur Zeit? Ja, und da gibt es viele. Fangen wir mit den Grundlagen an. Jetzt, sofort, in diesem Moment. Ich bin jetzt fertig, oder, was machst du jetzt gerade? Und gleich? Ist das nicht fast dasselbe? Ähnlich, aber nicht ganz. Gleich bedeutet in Kürze, aber nicht unbedingt jetzt sofort. Ich komme gleich, oder, das Essen ist gleich fertig, also sehr bald. Und später ist dann mehr Zeit dazwischen? Genau. Das besprechen wir später, oder, ich rufe dich später an, also nicht jetzt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Und früher? Das kann ja zwei Dinge bedeuten. Richtig. Einmal im Sinne von, in der Vergangenheit. Früher habe ich hier gewohnt, oder im Sinne von, vor der vereinbarten Zeit. Komm bitte etwas früher, also beides möglich. Und die Tagesangaben? Heute, morgen, gestern? Ja, ganz einfach. Heute ist ein schöner Tag, oder, was hast du heute vor, für morgen, morgen habe ich einen Termin, oder, das Konzert findet morgen statt, und gestern war ich im Kino, oder, hast du gestern angerufen? Und wenn ich weitergehen will? Übermorgen und vorgestern? Ja, übermorgen fahre ich in den Urlaub, oder, die Lieferung kommt übermorgen an, und vorgestern war ich beim Arzt, oder, wir haben uns vorgestern getroffen. Und was ist mit am Wochenende und unter der Woche? Wichtig für Verabredungen. Am Wochenende mache ich nichts Besonderes, oder, was machst du am Wochenende? Und unter der Woche, also Montag bis Freitag, unter der Woche bin ich immer beschäftigt, oder, ich kann nur unter der Woche. Und im Moment? Das ist ja wie jetzt. Ja, ähnlich, aber etwas weicher.
Im Moment habe ich viel zu tun, oder wo wohnst du im Moment, also momentan, zurzeit. Und dann Zukunft und Vergangenheit? In der Zukunft und in der Vergangenheit? Ja, in der Zukunft werden Autos fliegen, oder was möchtest du in der Zukunft machen? Und Vergangenheit, in der Vergangenheit war das anders, oder das liegt alles in der Vergangenheit. Und jetzt diese intensiven Wörter für immer und nie? Ja, starke Aussagen. Ich werde dich für immer lieben, oder möchtest du für immer hier bleiben? Und nie, ich war noch nie in Paris, oder das vergesse ich nie, beide sind sehr absolut. Und die Abstufungen dazwischen? Immer, manchmal, oft, selten? Genau. Immer 100% der Zeit. Du bist immer willkommen, oder er kommt immer zu spät, manchmal 30 bis 50%. Manchmal gehe ich spazieren, oder ich trinke manchmal Kaffee, oft 60 bis 80%. Ich besuche meine Eltern oft, oder das passiert oft und selten, vielleicht 10%. Ich esse selten Fleisch, oder sie kommt selten zu Besuch. Und Mengenangaben? Ein bisschen, ein wenig? Ja, beide bedeuten eine kleine Menge. Ich spreche ein bisschen Französisch, oder kannst du mir ein bisschen helfen? Ein wenig ist fast gleich. Es ist noch ein wenig Suppe da, oder ich brauche noch ein wenig Zeit. Und dann die Gegensätze viel und wenig? Ja, ich habe heute viel Arbeit, oder danke vielmals, und wenig, ich habe wenig Geld dabei, oder es bleibt wenig Zeit. Und was ist mit genug, zu viel, zu wenig? Sehr nützlich. Genug bedeutet ausreichend. Ich habe genug gegessen, oder hast du genug Schlaf bekommen? Zu viel, mehr als nötig. Das ist zu viel Salz, oder ich habe mir zu viel vorgenommen, zu wenig, weniger als nötig. Du isst zu wenig, oder das Geld ist zu wenig. Und diese Wörter fast, ungefähr, genau? Ja, für Annäherungen. Fast bedeutet beinahe, aber nicht ganz. Ich habe den Bus fast verpasst, oder das Projekt ist fast fertig, ungefähr, circa, etwa. Es kostet ungefähr 20 Euro, oder wie spät ist es? Ungefähr 3 Uhr und genau, präzise, exakt. Es ist genau 12 Uhr, oder das ist genau das, was ich brauche. Und dann diese verstärkenden Wörter besonders, einfach, total, voll. Ja, die geben einer Aussage mehr Gewicht. Besonders hervorhebend. Dieser Film war besonders gut, oder ich mag besonders den Sommer, einfach kann zweierlei bedeuten. Einmal, nicht kompliziert. Das ist einfach zu verstehen, oder als Verstärkung, einfach ausgedrückt, es funktioniert nicht, total umgangssprachlich für sehr. Das war total langweilig, oder ich bin total müde, voll, kann wörtlich sein oder auch Verstärkung. Der Bus ist voll, oder mein Magen ist voll. Und die Gegensätze leer, halb. Ja, die Flasche ist leer, oder der Raum war leer und halb, die Hälfte. Es ist 12:30, oder ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Und dann so Allrounder wie ganz, jeder, einige, mehrere? Ja, die sind super wichtig. Ganz kann komplett bedeuten. Das ist eine ganz andere Geschichte, oder als Zustimmung, ich bin ganz deiner Meinung, jeder, alle, jede einzelne Person. Jeder Mensch ist anders, oder, das weiß doch jeder, einige, eine begrenzte Anzahl. Einige Leute waren schon da, oder, ich habe einige Fragen, und mehrere Stück, mehr als 2. Ich habe mehrere Bücher gelesen, oder, da sind mehrere Möglichkeiten. Puh, 150 Stück komplett. Das ist ein Meilenstein. Ja, jetzt hast du wirklich einen riesigen Schatz an Redewendungen und alltagstauglichen Ausdrücken. Und was nehme ich jetzt ganz konkret mit? Worauf soll ich in den nächsten Tagen achten? Fang mit den Zeitangaben an. Die brauchst du ständig. Heute, morgen, gestern, das ist Basis. Dann die Ortsangaben, neben, zwischen, vor, hinter, wenn du etwas beschreibst.
Und dann diese kleinen Wörter wie vielleicht, natürlich, wirklich, die machen dein Deutsch viel natürlicher. Und wenn ich unsicher bin, ob ich eine Präposition richtig verwende? Dann denk an ein Bild. Ist es drinnen? In. Ist es obendrauf? Auf. Ist es daneben? Neben. Die Bilder helfen oft. Danke, Moni. Ich sag's nochmal, das war wirklich unglaublich hilfreich. 150 Redewendungen in 3 Treffen. Ich hab jetzt viel zum Üben. Gern geschehen. Und denk dran, Sprache lernt man durch Sprechen. Also trau dich, die Sachen auch zu benutzen. Das werde ich. Ab morgen teste ich im Alltag, was ich gelernt habe. Sehr gut. Und wenn du mal nicht weiter weißt, du weißt ja, wo du mich findest. Ja, zum Glück. Also, dann sag ich jetzt bis bald. Bis bald, Alex. Und viel Erfolg beim Anwenden. Danke. Dir auch alles Gute. Tschüss. Tschüss und mach's gut.